Barigalus, das heißt willkommen. Barev, das heißt hallo. Wir sind nämlich jetzt in Armenien. Sprich, neue Abenteuer und ein neues Land stehen an. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Armenien stand niemals auf meiner Bucketlist. Dementsprechend habe ich eigentlich sehr wenige Erwartungen und bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Von Armenien haben wir jetzt noch keine große Vorstellung, weil wir einfach nicht so viel über das Land wissen. Ich denke, manche von euch wissen vielleicht nicht mal, wo Armenien überhaupt liegt. Wir haben aber von anderen Reisenden schon so ein paar Erfahrungen gehört. Zum Beispiel, dass besonders im Süden sollen die Straßen auch sehr schlecht sein. Es gibt viele Klöster und Kirchen, Vulkane. Und die Menschen sollen aber super freundlich sein. Wir übernachten jetzt auf diesem Hügel, um uns wortwörtlich einen Überblick über diese schöne Landschaft zu verschaffen. Kurze Unterbrechung des Programms. Ich bin irgendwie krank, habe einen leicht verdorbenen Magen, mir ist schlecht. Und wir haben jetzt hier auch schon, falls ich kotzen muss, Vorkehrungen getroffen. Nicht das Sieb logischerweise, das wäre dumm. Das ist für Laura, die gerade Nudeln kocht. Aber wir haben hier unseren tollen Eimer, über den wir mal aus Versehen rübergefahren sind. Deswegen sieht er so ein bisschen kaputt aus. Und ich habe auch schon Tee. Oh ja, der Spruch des Tages. Habe ein Bewusstsein für große und auch kleine Dinge. Okay. Ich weiß nicht, was mir das jetzt in der Situation sagen soll. Aber ich habe zum Glück eine tolle Aussicht beim Kranksein. Jetzt isst Laura da die Nudeln und kümmert sich um den Video-Upload und Untertitel. Yay! Wir sind jetzt bereits 2 Tage oder 2 Nächte hier in Armenien und haben noch keine gute Wasserquelle gefunden. Jetzt mussten wir aber dringend Wasser auffüllen und sind deswegen im nächsten Ort. Haben Wasser gefunden, aber müssen gleich noch mal gucken im Supermarkt, ob wir da nicht noch mal extra Trinkwasser kaufen. Wir haben zwar extra Filter, aber wir fragen uns schon, warum es Mariano jetzt nicht so gut geht. Und Wasser ist dann natürlich irgendwie das erste Indiz, weil wer weiß, woher das so kommt. Und wie rein das so ist, kann natürlich aber auch die Hitze sein oder einfach allgemeine Erschöpfung. Aber wir sind da lieber sicher und sorgen vor und deswegen füllen wir jetzt hier Wasser auf, kaufen dann vielleicht noch mal welches. Weil wir haben zum Beispiel die ganze letzte Woche eigentlich überhaupt nicht gut geschlafen in Tiflis. Der erste Stellplatz, da waren komische Leute in Autos immer, Flugzeuge sind über uns geflogen, es war heiß, Hunde haben gebellt. Der nächste Stellplatz war wieder heiß, keine Hunde, aber ein Zug fuhr nachts vorbei und da waren so helle Straßenlaternen, deswegen mussten wir alles zumachen, damit wir gut schlafen können. Der dritte Stellplatz, auch heiß und laute Musik bis um 2 von so einer Bar und bellender Hund die ganze Nacht. Also, vielleicht sind wir auch einfach mega kaputt jetzt. Ja, ich glaube, das ist schon sehr wahrscheinlich, weil wir einfach auch die ganze Zeit hin und her gerannt sind und so. Und tagsüber kann man irgendwie nichts machen. Also wir können jetzt nicht viel drehen oder Videos schneiden, wenn wir einfach K.O. sind von der Hitze. Es ist einfach wirklich heiß. Und abends machen wir dann immer noch ein bisschen was, aber dadurch schläft man halt nicht viel. Geiles Auto. Also es gibt schon einen Grund, warum es in so Ländern wie Spanien und so eine Siesta gibt. Weil wir machen eigentlich auch jeden Mittag Siesta. Aber stehen dann halt irgendwie um 6 oder 7 auf, um dann ein bisschen was zu tun und ein bisschen was zu erleben oder was weiß ich. Und wir glauben einfach, wir brauchen ein bisschen kühlere Temperaturen und dann können wir uns entspannen. Und ich weiß, auch in Deutschland war es heiß und wir beschweren uns gar nicht. Wir wollten einfach nur sagen, dass das die Situation ist und wir deswegen jetzt erstmal warten, bis das Wetter ein bisschen kühler wird und wir dann noch viel mehr von Armenien entdecken können, hoffentlich. Man sehe den Alkohol, der priorisiert wird und alles andere. Großen Kanister. Mhm. Willst du noch eine Cola oder so? So, wir sind zurück bei dem alten Stellplatz. Mariano legt sich weiterhin mit guter Aussicht hin. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt besser wird. Viel trinken und
Naja, das gehört halt auch mal dazu, dass es einmal nicht so gut geht. Und das darf man dann auch nicht vergessen, weil dann verbringt man natürlich die ganze Zeit hier und kann sich nicht irgendwie mehr ausruhen, irgendwo, wo es vielleicht eine Klimaanlage gibt oder wo es irgendwie, weiß ich nicht, ein vernünftiges Badezimmer gibt oder was weiß ich, sondern wenn man halt hier wohnt, dann gehört auch Kranksein dazu. Wir konnten jetzt auch doch nicht irgendwie Wasser oder eine Cola kaufen. Die hatten zwar Kartenlesegeräte, aber die wollten alle nicht unsere Visa-Karte. Vielleicht nehmen die nur, wo sind wir? Armenische Girokarte. Ja, weiß ich nicht. Und wir haben auch noch kein Bargeld. Müssen wir mal Bargeld tauschen. Guten Morgen, mir geht es jetzt schon viel besser. Ich hatte gestern auch echt noch so Fieber, aber jetzt sind nur noch so ein paar Kopfschmerzen übrig geblieben. Ich weiß auch immer noch nicht genau, was ich da so hatte. Vielleicht echt einfach so zu viel Stress und wenig geschlafen und dann vielleicht irgendwas Schlechtes gegessen. Naja. Guten Morgen. Beste Morgenroutine, erstmal ein bisschen lesen, bevor der Tag startet. Das mache ich im Moment immer, das ist richtig schön. Toll. Wir haben jetzt aber schon das nächste Problem, nämlich ist irgendwie eine unserer Solarzellen kaputt gegangen. Wir haben ja hier 3 Solarzellen, jeweils 100 Watt, also 300 Watt. Aber ich glaube, die mittlere funktioniert nicht mehr. Und das können wir ganz einfach testen, indem wir die jeweils abdecken. Den Status der Batterie kann man über so eine App schauen. Und das zeige ich euch dann einfach mal. Ich mache mal so ein Screen Recording. Laura, kannst du mir ein Kissen geben? Ja. Und den Kühlschrank ausmachen? Ja. Weil mir ist aufgefallen, das war kurz nach Tiflis. Und irgendwie um die Uhrzeit haben wir eigentlich normalerweise viel mehr Solarstrom bekommen, als in dem Moment dann reinkam. Und dann habe ich halt hier mal geschaut, weil wenn wir jetzt mal diese abdecken, dann geht es halt etwa runter zur Hälfte. So kommt dann der Strom wieder. Und wenn wir die abdecken, dann geht es auch runter. Aber wenn wir die mittlere abdecken, dann passiert gar nichts. Das heißt, die mittlere macht schon gar nichts mehr. Mist. Und das ist ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht genau, wie die kaputt gegangen ist. Irgendwie Hitzetod in Tiflis, war einfach zu heiß, zu viel krasse Sonne. Ich meine, die sind jetzt 2 Jahre alt. Eigentlich sollten die viel länger halten. Naja, müssen wir mal schauen. Hoffentlich halten die anderen beiden noch länger, sonst müssen wir uns da irgendwie was Neues überlegen. Aber jetzt haben wir halt noch 200 Watt. Bisher hatten wir eh mal zu viel Strom. Da war morgens beim Frühstück die Batterie meist schon voll. Aber ja. Mal schauen, dass die jetzt nicht auch kaputt gehen. Oh ja. Hallo. Hallo. Wir brauchen mal eine Leiter oder irgendwas. Ja, jetzt mal was frühstücken. Yay, Mariano kann wieder essen. Ja, yeah, ein Tag ohne Essen. Das war echt. Ich fühle mich richtig schlank. Naja, so viel haben wir die ganze Zeit ja nicht gegessen hier. Aber es ist schon gut zu wissen, dass es ihm jetzt wieder besser geht. Das beruhigt mich auch irgendwie sehr. Und deswegen müssen wir mal gucken, was wir jetzt frühstücken. Ich habe nichts vorbereitet. Aber wäre es noch schlimmer, dann haben wir ja zum Glück hier schon einen Krankenwagen. Dann kann man direkt zum Krankenhaus fahren. Da, da. Okay. Ui, toll, was essen. Ja. Oh je, es wird ja auch richtig Zeit bei dir. Und bei diesem Boot. Toll, mit dem Aufstrich von der Mutti. Yay. Und immer noch unseren selbstgemachten. Wir haben jetzt mal wieder geduscht, wie man sieht. Und jetzt geht's Mariano zum Glück wieder so gut, dass wir jetzt heute weiterfahren. Und als erstes steht jetzt erstmal Geld organisieren und mal wieder einkaufen. Und das wird, glaube ich, sehr spannend. Wir waren ja schon mal in einem Supermarkt, konnten dann da nichts kaufen. Und danach wollen wir noch zu einem Kloster oder einer Kirche fahren. Das ist ja hier in Armenien auch sehr beliebt oder gibt es ganz viel. Und das machen wir jetzt mal.
Wer sich daran erinnert, das letzte Mal, als ich an so einem Automaten war, wurde meine Kreditkarte in der Türkei eingezogen. Also, wer meint, dass es nicht wieder klappt. Hallo in unserem Plastiktüten-Desaster. Hier wird alles, man kann das auch gar nicht irgendwie dagegen was machen. Man gibt, also ich habe halt die rote Beete so dann zur Waage gebracht, da hat sie das gewogen, kassiert und schwuppdiwupps war das wieder in der Plastiktüte. Und ja, alles in der Plastiktüte. Na, ist halt auch, wenn man die Sprache nicht spricht, macht das natürlich auch ein bisschen komplizierter. Da kann man nur mit Handzeichen No, No, No machen. Aber das passiert meistens so schnell, dass ja, wir da selten Einfluss drauf haben. Wobei wir halt hier, ne, das sieht man, ist eine Plastiktüte, die wir mitgebracht haben. Das heißt, wir verwenden die auf jeden Fall alle wieder, auch für Müll und so. Werden wir die jetzt einfach wieder benutzen. Das ist scheiße, aber ja, wir tun unser Bestes. Aber es ist auch irgendwie Reisealltag-Realität, dass das halt einfach hier einfach noch so ein Ding ist. So. Und ich meine, in Deutschland ist dafür alles schon in Plastik im Supermarkt eingekauft. Also eingepackt, meine ich. Also ja. Andere Länder, andere Sitten. Ui. Boah, Blumenkohl. Hatten wir seit Monaten nicht mehr. Ist ja nicht schön. Toll. Und ich habe noch gesagt, lass uns besser nicht am Wochenende hierher fahren. Ja. Das Kloster heißt Hagazin und die sind ziemlich spannend, diese Kloster und Kirchen in Armenien, weil Armenien als eines der ersten Länder gilt, wo das Christentum war. Und dementsprechend ja, gibt es das hier einfach viel und hat auch einen sehr eigenen Baustil, wie ich finde. Ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass es ziemlich voll hier ist, weil vielleicht so die letzten Ferientage sind und demnächst wieder Schule und alles anfängt und deswegen einfach alle diesen Sonntag jetzt nutzen, um nochmal was Schönes sich anzugucken. Und die nächsten Tage soll es auch irgendwann regnen und kälter werden. Das heißt, ich glaube, alle ArmenierInnen sind auch einfach unterwegs und fahren auch hier hin und gucken sich Sachen an und gehen picknicken und deswegen ist es einfach voll. Also ich finde es cool. Ich finde das auch immer ziemlich spannend, weil es ja auch so ein bisschen immer Kunstgeschichte. Also wie sah früher einfach die Welt aus? Kann man ja hier sich so ein bisschen vorstellen. Zwei sehr wichtige Dinge. Erstens, es regnet und es fühlt sich einfach wunderbar an. Zweitens, wir haben so eine Initiative gesehen, die hier gerade Müll sammeln. Also richtig cool, weil ich bin so langsam echt ein bisschen genervt von dem ganzen Müll, der überall rumliegt. Und dann ist es auch mal schön, sowas zu sehen, dass es da auch coole Initiativen überall gibt. Also hier ist mehr los als bei den Meteora-Klöstern in Griechenland oder irgendwelchen anderen Klöstern. Eigentlich jede Attraktion, in der wir bisher waren, gefühlt. Ja. Also verkehrstechnisch. Und jetzt sind wir eingeparkt. Naja, jetzt kommen wir nicht mehr weg. Tja, also nächstes Mal warten wir lieber bis Montag. Auf jeden Fall. Nächstes Kloster besichtigen wir unter der Woche. Naja, um 6 sind sie ja hoffentlich alle weg, um zum Abendessen zu fahren. Es ist echt... so eingeparkt wurden wir echt noch nie. Aber es bringt jetzt auch nichts, sich darüber aufzuregen und zu denken, boah, scheiße, weil ob wir jetzt hier noch ein bisschen chillen und dann zu einem Stellplatz fahren oder jetzt direkt zu einem Stellplatz fahren könnten und dann da chillen würden, macht für uns jetzt nicht so einen Unterschied. Wir sind da in einer sehr privilegierten, guten Situation. Von daher trinke ich jetzt einen Kaffee, wir entspannen uns und wenn hier wieder die Straße frei ist, dann fahren wir weiter und ja, stressen uns einfach überhaupt nicht.
der ganze Stau hat sich ein bisschen gelichtet. Das heißt, wir sind nicht mehr eingepackt und alle sind schon wieder weggefahren. Wir werden jetzt allerdings ein Stück rückwärts fahren, weil man da hinten besser wenden kann, weil die Straße hier ziemlich schmal ist. Und unser Auto kann eigentlich ganz gut wenden, aber halt nicht so gut auf der Stelle, weil wir keine Servolenkung haben. Und das wäre jetzt hier ziemlich kompliziert. Darum sitze ich jetzt hier hinten und gucke, dass nirgendwo gegengefahren wird und Mariano fährt. Und dann kann es losgehen. Ja, ist frei. Ja, kommt nichts. Kannst du jetzt einfach gerade nach hinten. Diesel? Yes. Okay. Diesel. How many liters or how much? Do you take Visa? Pakistan, yes. Ah ja, okay. 40 Liter? 40 Liter, 1000 Liter Diesel. Ah, hier ist auch ein Deutsch. 40, right? Yes. 40. Also jetzt ist ja in Deutschland der Tankrabatt vorbei, in Armenien auch. Wir zahlen nämlich jetzt hier für 40 Liter 260 D-Mark. Ah, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Und der Preis sind 650 Pfennig pro Liter. Wir sind jetzt auf einem armenischen Rasthof gelandet, wenn man das so nennen kann. Füllen noch schnell Wasser auf, weil es da bis jetzt nicht so viele Möglichkeiten gibt und wir diese hier nutzen wollen. Und gleich probiere ich hier mal so einen Maiskolben, den gibt es hier nämlich. Und das ist mal was Veganes, Vegetarisches, was hier am Straßenrand verkauft wird, weil alles andere immer sehr fleischlastig ist. Tschüss ist jung heißt angeblich auf Wiedersehen oder Tschüss. Ach nee, warte, auf Wiedersehen heißt? Aber das ist schon armenisch, ne? Tschüss heißt Tschüss auf Armenisch. Wir fahren jetzt weiter zu einem großen See, der hier sehr bekannt ist. Ich genieße den Maiskolben und wir sehen uns im nächsten Video.